Hey du, kennst du das? Du freust dich auf eine Runde Farming Simulator. Von deinem Vermögen hast du dir einen brandneuen Harvester gekauft. Jetzt soll es richtig losgehen. Ab auf die Fläche und dann... Ja, wäre da nicht die geniale und ultra-realistische Steuerung mit Maus und Tastatur, die einen auf Dauer nicht nur Krampfanfälle in der Hand, sondern auch den Wunsch entwickeln lässt, das Spiel auf den Dachboden zu verbannen und dort den Ratten zu überlassen. Vielleicht hast du schon mal einen echten Harvester gesehen oder gar bedient und daran gedacht, wie cool es doch wäre, deine virtuelle Maschine in der Weise zu steuern. Unmöglich? Denkste? Hi, ich bin Lukas. Die meisten von euch kennen mich als Vectorman. Ich baue Mods für den Landwirtschaftssimulator, hauptsächlich im Bereich Forst, und halte auch im realen Leben immer mal wieder Land- und Forsttechnik mit der Kamera fest. Ich habe mir überlegt, wie es wäre, echte Joysticks aus einem Harvester für den LS zu verwenden. So wie diese hier, die EME-Joysticks von Komatsu Forest. Leichter gesagt als getan, denn so etwas ist gar nicht so leicht zu bekommen. Letztlich habe ich es doch geschafft, meinen Plan in die Tat umzusetzen und das ist das Endergebnis. Diese Joysticks wurden aus einem 2019er Komatsu Forest 931 XC ausgebaut. Für ihre etwa 3000 Betriebsstunden sind die Geräte in einem Top-Zustand. Zusätzlich gibt es eine Box, die die Technik enthält, sowie Anschlüsse für die Hebel, USB und Strom und eine Status-LED. In den kommenden Folgen nehme ich euch mit auf den Weg von den unfertigen ausgebauten Geräten bis hin zu den funktionierenden Joysticks für den Landwirtschaftssimulator. Bau der Halterung, Auslesen der Daten aus dem CAN-Bus mit dem Mikrocontroller und die Verkabelung, die LEDs. Es gab sowohl sehr coole Momente als auch nervenaufreibende und verrückte. Verpasst das auf keinen Fall. Die Geräte sind relativ schwer, weshalb ich eine Möglichkeit finden musste, die Hebel fest am Stuhl anzubringen. Das Ergebnis kann sich sehen lassen. In Kombination mit den soliden Halterungen aus Holz, die wir in der nächsten Folge bauen, sind die Joysticks fest angebracht. Jetzt kommt die Box ins Spiel. Ich verwende ein Netzteil mit 24 Volt und 2 Ampere. Der USB-Anschluss ist für den Datenaustausch zwischen dem Mikrocontroller und dem PC. Letztlich haben wir hier noch die 2 Anschlüsse der Joysticks, hierbei handelt es sich um 15-polige D-Sub-Stecker. Ich zeige euch direkt mal im Spiel, wie das funktioniert. Wir haben hier ein Touchpad auf der rechten Seite, das wie ein Touchpad von einem Laptop funktioniert. Damit kann ich mich zum Beispiel umschauen. Direkt darüber ist eine Wippe, mit der man lenken kann. Der rechte Joystick ist dazu da, sowohl den Arm hoch und runter zu bewegen, als auch den Prozessorkopf zu drehen. Mit dem linken bewege ich das zweite Kransegment und drehe die Kabine. Der rechte und untere 4-Wege-Taster nach rechts und links öffnet und schließt den Prozessorkopf. Dann haben wir hier hinten einen weiteren 4-Wege-Taster, mit dem man den Kopf kippen kann. Mit der Wippe darunter kann man das Teleskop bedienen. Kommen wir zum Tastenfeld. Das habe ich größtenteils so belegt, dass die Funktionen den Icons auf den Tasten entsprechen, also vorwärts, rückwärts, Radio, Tempomat, Rundumleuchte, Licht, Hupe, Warnblinklicht und in Kombination mit dem CVT-Add-on und Vehicle Control Add-on kann man hier auch Allrad- und Differentialsperren kontrollieren. Den oberen 4-Wege-Taster auf der rechten Seite und den hinteren oberen auf der linken Seite habe ich zum Umschauen belegt, damit man sich auch ohne Maus, wenn man beide Hebel bedient, schnell umschauen kann. Das ist ganz praktisch. Der 4-Wege-Taster hier ist für Vorschub und Sägen zuständig und mit dem dritten Taster an der Seite kann man den Automatikmodus aktivieren, der abhängig vom Durchmesser den Stamm auf eine vordefinierte Länge schneidet. Die beiden ersten Taster sind für die Längenvoreinstellungen, die bei mir 11,80 Meter, 5 Meter und 3 Meter sind. Für die nächste Funktion springe ich mal in den Ventil. Wenn man den Schalter hier an der Box umlegt, ist der grüne Modus aktiviert. Dann wird praktisch permanent ein virtueller Taster gedrückt, sodass man die Joysticks für 2 Funktionen nutzen kann. Im grünen Modus ist der linke Joystick ein Fahrhebel für Schlepper und Selbstfahrer. Für die Beleuchtung stehen 3 Modi zur Verfügung. Immer aus, vom Spiel gesteuert und immer an. Mit dem Poti hier kann man die Helligkeit stufenlos steuern.
Wenn die Beleuchtung vom Spiel gesteuert werden soll, brauche ich ein Skript, das EME Joystick Interface, das ich geschrieben habe. Das in Kombination mit einem kleinen Programm, der EME Joystick Engine, wird die Beleuchtung abhängig von Aktionen im Spiel gesteuert. Die Hauptbeleuchtung geht an, wenn der Motor gestartet wird, und die Symbole für Blinker und Warnblinklicht reagieren auf selbige Funktionen im Spiel. Wenn eine Warnmeldung angezeigt wird, wie beispielsweise hier, blinkt die mittlere LED. Wenn man das Menü öffnet, gehen die blauen LEDs an, die in echt den Computermodus anzeigen. Im Menü kann man mit den Joysticks auch navigieren. Des Weiteren fügt die Mod eine neue Funktion hinzu, die Vakuumpumpe. Die Vakuumpumpe ist dafür da, Hydraulikflüssigkeit aus dem System zu ziehen, um Wartungen besser durchführen zu können. Um im Spiel eine Forstmaschine zu reparieren, muss nun die Pumpe angeschaltet sein, was nur bei ausgeschaltetem Motor möglich ist. Der Motor kann erst wieder gestartet werden, wenn die Vakuumpumpe ausgeschaltet ist. Hier seht ihr noch ein paar Ausschnitte, wie die Joysticks in Action aussehen. An dieser Stelle möchte ich noch ein paar Worte zum Projekt sagen. Die letzten Wochen und Monate habe ich mich intensiv damit beschäftigt. Ich habe viel recherchiert und ausprobiert. An manchen Stellen bin ich gescheitert, habe allerdings nicht aufgehört, bis ich eine Lösung gefunden habe. Ich möchte jedem sagen, der mit dem Gedanken spielt, ein solches Projekt anzugehen. Macht das. Selbst wenn ihr kein Studium in Informatik oder Elektrotechnik habt oder die absoluten Profis auf dem Gebiet seid, das bin ich auch nicht. Es gibt mit Sicherheit Menschen in eurem Bekanntenkreis, die euch weiterhelfen können. Ich kann nur sagen, man lernt dabei unglaublich viel. Ich möchte mich auch beim Patrick bedanken. Er ist Servicetechniker bei Komatsu Forest Deutschland und hat mir bei Fragen immer weitergeholfen. Ohne Informationen zur internen Verkabelung und Platinenstruktur hätte ich das Projekt wohl kaum erfolgreich abschließen können. Da das Projekt sehr kostspielig war und ich leider Gottes keinen Sponsor finden konnte, möchte ich auch auf die Möglichkeiten hinweisen, mich und meine Arbeit zu unterstützen. Das Ganze ist völlig freiwillig, zum Beispiel über die YouTube-Mitgliedschaft, Super Thanks in den Kommentaren oder kostenlos, indem ihr beim Kauf eines Produktes auf der Farming Simulator Website den Partnercode VectorMail angebt, beziehungsweise die Affiliate-Links nutzt, die ich ab und zu auf Social Media poste. Wie gesagt, völlig freiwillig. Vielen Dank an jeden Unterstützer. In der nächsten Folge geht es dann direkt los mit dem Projekt. Die Reinigung der Joysticks und der Bau der Halterung. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dabei seid. Liken, teilen und kommentieren nicht vergessen und bis dann.